Willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind jetzt die zweite Woche in Georgien unterwegs und haben diese Woche 3 sehr besondere, sehr schöne Kirchen bzw. Kathedralen besichtigt. Dafür mussten wir ziemlich viele Kilometer abreißen, was aber in diesem Land überhaupt gar kein Problem ist, da die Landschaft einfach so spektakulär ist, dass jeder gefahrene Kilometer echt Spaß macht. Ihr werdet es gleich selber sehen. Ja, wir sind hier im Norden von Georgien und im Prinzip ist es so, dass wenn man eine Region besuchen will, man jedes Mal in ein Tal fährt und dann natürlich auch wieder raus. Genau, und da kommen einfach ein paar Kilometer zusammen. Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Unser Weg führt uns in die nördliche Region Racha, die noch sehr unberührt ist vom Tourismus. Am Shaori-Reservoir machen wir eine Mittagspause mit Blick auf den See. Die Menschen in Racha sind für ihre Geduld und Genauigkeit bekannt, vermutlich einer der Gründe für ihre handwerklichen Fähigkeiten. Wir besichtigen die Kathedrale von Nikos Minda aus dem 1. Jahrtausend nach Christus. Sie gilt aufgrund ihrer feinen Verzierung und den Fresken im Inneren als eine der schönsten Kirchen Georgiens. Uns zieht es weiter nach Oni, das Zentrum der Region Racha. Unterwegs spielen wir Kuh-Mikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Oni wurde Anfang der 90er Jahre von einem schweren Erdbeben getroffen. Deshalb finden wir leider nur noch vereinzelt Häuser mit den für diese Region typischen Holzbalkonen. Die örtliche Synagoge bleibt uns leider verschlossen, obwohl die Mitarbeiterinnen in der Touristeninformation ausgiebig nach dem Schlüssel telefonieren.
Am nächsten Tag bekommen wir eine Führung durch das Stadtmuseum. Neben Werken lokaler Künstler befinden sich hier regionale Haushaltsgegenstände, Musikinstrumente, alte Holzornamente, typische Kleidung und historische Porträts. Guten Morgen, ihr Lieben. Das war unsere Zeit in Racha. Genau, die letzte Nacht haben wir in Oni gestanden und auch wenn wir keine Holzhäuser mit alten Balkonen gefunden haben, hat es uns da total gut gefallen. Sehr entspannte, chillige Stadt und wie ihr gerade gesehen habt, haben wir ja auch im Museum einiges gelernt über die Gegend. Ja, wir sind jetzt im Kaukasus unterwegs und das ist wirklich super spektakulär, sehr cool zu fahren und ja, irgendwie total aufregend, hier unterwegs zu sein. Gigantische Natur, Grün und Felsen, ja, schon sehr, sehr schön hier. Uns gefällt es, glaube ich, auf dem Land im Moment noch ein bisschen besser in Georgien als in den Städten, aber mal gucken, was noch kommt. Wir machen uns jetzt auf. Also ich wollte noch sagen, gestern Abend hat uns dann mal wieder ein krasses Gewitter irgendwie eingeholt und auch heute Morgen hat es geregnet, aber jetzt könnte es sein, dass es noch ein bisschen wieder aufklart, was natürlich ganz schön wäre. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Zentralgeorgien, nach Cheta, in die alte Hauptstadt. Bis später. Bis später. Auf dem Weg machen wir einen Kaffeestopp an einer der neuen, in Georgien kontrovers diskutierten Autobahnraststätten. In Cheta angekommen, besuchen wir das Sveti-Shoveli-Kloster. An seiner Stelle wurde im 4. Jahrhundert die erste christliche Kirche Georgiens errichtet. Von den ursprünglichen Fresken sind nur noch wenige erhalten, da diese 1830 anlässlich des Besuches des Zaren Nikolaus I. übertüncht wurden. Wir sind gestern von Oni aus nach Cheta, der ehemaligen Hauptstadt Georgiens, gefahren und haben für 130 Kilometer schlappe 4,5 Stunden gebraucht.
Und aus dem Grund haben wir den Tag heute auch erstmal ganz entspannt angehen lassen. Übernachtet haben wir auf einem ganz normalen Parkplatz vor der Altstadt und nachdem wir dann heute Morgen ausgeschlafen hatten, sind wir dann auch erstmal durch selbige gelaufen und haben uns dort die Cveti Socheli-Kirche angeguckt. Ja, und jetzt sind wir hier raufgefahren auf den Hügel zum Chwari-Kloster. Da hat man einen tollen Blick auf die Stadt. Die beiden Flüsse, die hier unten zusammenfließen, haben nicht ganz unwesentlich zum Reichtum der damaligen georgischen Hauptstadt beigetragen, die im Übrigen auch am Knotenpunkt liegt zwischen der Seidenstraße und der sogenannten Georgischen Heerstraße, ein Seitenweg der alten Seidenstraße in Richtung Russland. Und genau dahin werden wir uns jetzt aufmachen. Dank Unlimited Datenvolumen freuen wir uns auf unseren ersten Netflix-Abend mit dem Film für Jojo im eigens umgebauten Heimkino. Am nächsten Tag schauen wir uns in Ananuri die Wehrkirche aus dem 16. und 17. Jahrhundert an. Sie ist malerisch am Shinwali-Stausee gelegen. Weiter geht es auf der alten georgischen Heerstraße Richtung russische Grenze. Im großen Kaukasusgebirge haben wir das Gefühl, in einer von Designern geschaffenen Märklin-Landschaft unterwegs zu sein. Es fehlen nur die Schienen. Und logisch, dass auf Straßen kein besonders großer Wert gelegt wurde. Wir stehen hier auf 2300 Metern an der Georgischen Heerstraße, einem jahrtausendealten Karawanenweg, der den Kaukasus mit dem Orient verbunden hat. Und ja, wir finden es faszinierend, wie viele unterschiedliche Gesichter die Seidenstraße hat. Es sieht hier grün aus, es ist hügelig, wir haben schneebedeckte Berge, komplett anders als in Aksaray und trotzdem alles ein und dieselbe Handelsroute. Hier hinter mir ist das Denkmal der sowjetisch-georgischen Freundschaft zu sehen. Naja, mit der Freundschaft ist es wohl nicht mehr so gut bestellt. Die Aussicht aber ist nach wie vor spitze.
Wir fahren auf der Georgischen Heerstraße noch ein bisschen weiter nach Norden Richtung Stepansminda, immer wieder überwältigt von der atemberaubenden Bergkulisse. Auf 2170 Metern liegt hier das Gergeti-Kloster, unsere letzte Kirche für diese Woche. Unterhalb des Kasbek verbringen wir unsere Nacht. Er gehört mit 5054 Metern zu den höchsten Bergen Georgiens. Am nächsten Morgen verlassen wir die Heerstraße und wechseln in die Region Chefsuretien. Auf der Fahrt hoch registrieren wir bereits mehrere Erdrutsche und sehen immer wieder schwere Räumfahrzeuge. Kurz vor dem Ziel rät uns ein entgegenkommendes deutsches Pärchen aufgrund weiterer schwerer Erdrutsche dringend von der Weiterfahrt in unserem Kastenwagen ab. Schweren Herzens drehen wir um. Das war unsere zweite Woche in Georgien und wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Wenn dem so ist, dann lasst uns gerne einen Like da oder schreibt einen Kommentar, gerne auch, wenn ihr Fragen habt. Und ja, wenn ihr die kommenden Filme nicht verpassen wollt, dann drückt ihr auf die Glocke und wir freuen uns darüber, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Tbilisi in die georgische Hauptstadt und freuen uns auf Besuch. Eins unserer Kinder kommt uns mal wieder besuchen. Unser Sohn Luke wird nächste Woche mit uns verbringen und da freuen wir uns sehr drauf. Und ihr könnt euch schon auf die nächste Ausgabe freuen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.